Tatort Tanzfläche. Spiking heißt der hinterhältige Angriff mit K.O.-Tropfen in Bars, Clubs, auf Konzerten oder sogar privaten Feiern. Die Folge? Schwindel, Übelkeit, manche verlieren auch das Bewusstsein. Eine Horrorvorstellung. Beim Drinkspiking wird Betroffenen eine berauschende Substanz ins Getränk gegeben, um sie wehrlos zu machen, Macht auszuüben oder sich sexuell an ihnen zu vergehen. Eine Erfahrung, die auch Shenya Kerepesi gemacht hat. Ich war mit FreundInnen zusammen in einer Bar. Wir wollten nach einem Seminar noch was trinken gehen. Als wir uns dann getrennt haben und ich nach Hause gegangen bin, ist auf dem Weg schon so ein bisschen ein Schwindelgefühl aufgekommen. Und im Taxi, das ich dann glücklicherweise genommen habe, ist mir dann richtig schwindelig geworden und schlecht. Das hat sich dann innerhalb von ein paar Minuten wirklich verschlimmert, deutlich. Shenya muss sich ein paar Mal übergeben. Weil sie in der Bar nur alkoholfreie Drinks hatte, ist sie skeptisch. Schnell ist klar, sie, die andere vor Spiking-Angriffen warnt, ist selber Opfer geworden. Man ist wütend, auf alle Fälle, definitiv. Und auch irgendwo, ja schon irgendwo verunsichert. Und man denkt sich schon irgendwo so, wer hat es gemacht, warum hat die Person das gemacht? Neben dem Gefühl der Hilflosigkeit kommen bei vielen noch Gedächtnislücken dazu. Weil sich die 37-Jährige schon lange vor dem Vorfall als Awareness-Trainerin in Clubs engagiert, weiß sie, was zu tun ist. Sie lässt einen Urintest machen, der ihre Vermutung bestätigt. Shenya erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Es geht sehr, sehr viel um Macht, sehr, sehr viel um Kontrolle, um Abhängigkeiten, um natürlich sexualisierte Gewalt. Das ist natürlich ein Riesenmotivator oft. Das ist eine potenziell traumatische Situation. Und je nachdem, wie es der Person gerade geht, wie die Umgebungssituation ist und was noch passiert, ist das Ganze halt dann traumatisch. Und ich glaube schon, und das sagen ja auch die Forschungen, was Trauma angeht, es ist sau wichtig, dass Menschen da sind, mit denen man nur potenziell reden könnte. Immer mehr Clubs und Bars sind sensibilisiert, etablieren Codewörter für Frauen in brenzligen Situationen oder haben Awareness-Teams vor Ort. In der Awareness geht es einfach darum, dass wir AnsprechpartnerInnen sind, wenn sich jemand nicht wohlfühlt. Also wenn irgendwas ist, dann sind wir einfach nochmal eine gesonderte Stelle oder ein gesondertes Team, das da ist, um sich um Menschen einfach auch zu kümmern. Vielen Partygängern macht die Vorstellung Angst, selbst Opfer werden zu können. Man geht da rein, abends entspannt und will ein bisschen trinken, ein bisschen tanzen. Und dann kommt das böse Erwachen bzw. das böse K.O. Ich glaube, dass ich selbst welche bekommen habe, weil ich im Endeffekt den Drink von einer Freundin getrunken habe und danach komplett K.O. war. Also ja, das ging in 5 Minuten oder so. Ich finde es schon wirklich krank, allein, dass Menschen K.O.-Tropfen in die Getränke bekommen und dann ja, im Endeffekt vergewaltigt werden. Getränke in Flaschen, Daumen drauf halten, das ist eigentlich was ich immer mache im Club. Schrecklich. Also wenn ich mir überlege, dass ich abends weg bin und nicht weiß, ob ich irgendwie heil nach Hause komme. Das kann ja auch zu Ohnmacht und auch zu Atemdepression und zum Tod führen. Also das ist tatsächlich jetzt nicht irgendeine Bagatelle oder sowas. Das ist ein großer, krasser Straftatbestand zu spiken. Wenn es rauskommt und erwischt wird, dann führt es auf alle Fälle zu einer Gefängnisstrafe. Das ist gefährliche Körperverletzung. Es gibt keine verlässlichen Zahlen zu Spiking-Angriffen. Die Dunkelziffer aber ist hoch, denn viele Opfer verwechseln die Symptome mit übermäßigem Alkoholkonsum oder Schweigen aus Scham. Tobias Fabi von der Organisation Safe Party People ist jetzt bei uns. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Wie groß ist denn das Problem mit K.O.-Tropfen jetzt im Rhein-Main-Gebiet? Gibt es irgendwie Zahlen? Es gibt leider keine konkreten Zahlen dafür. Es ist ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema. Wir reden in der Fachdebatte tatsächlich auch nicht mehr über K.O.-Tropfen, sondern über Spiking. Einfach weil K.O.-Tropfen immer suggeriert, dass es hier irgendwie eine Substanz gibt, die Leute irgendwie zwangsweise sediert. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Sondern bei Spiking geht es nicht hauptsächlich darum, Leute zu sedieren und diese Situation auszunutzen, sondern es geht darum, Leute in eine Situation zu bringen, wo man was mit ihnen machen kann, was man nicht machen könnte, würden die Substanz nicht genommen haben. Und ja, auf die Frage zurückzukommen, es gibt keine konkreten Zahlen, aber es gibt leider immer wieder Vorfälle, auch im Rhein-Main-Gebiet. Eher in größeren Clubs oder ist das ganz egal, auch auf dem Dorf? Das ist tatsächlich ganz egal. Also es beschränkt sich nicht auf den urbanen Raum, sondern findet sich auch immer wieder in ländlichen Gegenden. Okay. Jetzt haben Sie ja ein paar Mittel auch mitgebracht, wie wir uns schützen können. Was haben wir denn? Zum einen einen Kronkorken, oder? Genau, wir haben den Kronkorken, dass man seine Flasche eben wieder verschließen kann. Wir haben das Cup-Kondom, ist ja hier schon aufgebaut auch. Das ist wie so ein kleiner Überzug, den man übers Glas stülpt und
Genau. Kann sogar ein Strohhalm durch. Wie war das? Ja. In der Mitte direkt. Genau. Es müsste ein Okay. Markierer da sein dafür. Sehr gut. Jawohl. Das verteilen Sie kostenlos zum Schutz vor den... Genau. Einfach damit es schwieriger wird für andere Leute, da was reinzuwerfen. Okay. Wie ist es mit diesen Bändern, die wir hier auch sehen? Die kann man teilweise in der Drogerie kaufen. So ein Armband, funktioniert das wirklich? Genau, wir raten tatsächlich davon ab, von den Armbändern, weil die meistens nur auf eine, maximal 2 Substanzen testen. Und das Spektrum von Substanzen, die dafür verwendet werden, ist riesengroß. So, im Endeffekt kann da jede psychoaktive Substanz oder fast jede psychoaktive Substanz dafür verwendet werden. Und das spricht eben nur auf ein paar an. Von daher würden wir davon abraten, weil es eine falsche Sicherheit vermittelt. Okay, das Geld können wir uns also sparen. Wie würde es überhaupt funktionieren? Aber man muss es drauf träufeln dann, oder? Okay, man träufelt es drauf, dann Ja. verfärbt sich das Armband, ähnlich wie der Nagellack Okay. auch. Ist im Club-Kontext wahrscheinlich richtig schwierig, auch mit den Lichtern etc. da irgendwas abzulesen. Okay, also Sie sagen, brauchen wir nicht, lieber die anderen Sachen und auf die Getränke aufpassen. Genau. Wie sieht es denn aus? Gibt es auch Verhaltenstipps, wo Sie sagen, so und so sollte man sich verhalten, damit das möglichst nicht passiert? Also präventiv würden wir Leuten natürlich raten, irgendwie mit Leuten wegzugehen, die man kennt, irgendwie denen man auch vertraut. Ganz wichtig, aufeinander aufpassen. Also auch ein Auge drauf haben, wie es den Freunden geht irgendwie, wenn man weg ist. Und man sollte sich auf keinen Fall zu Konsum irgendwie überreden lassen. Und man sollte auf sein Getränk aufpassen, so gut wie es geht. Und wenn man es mal aus dem Auge verliert, sich lieber ein neues holen, anstatt das Risiko einzugehen. Was mache ich denn, wenn es mir schlecht geht? Wir haben es gehört, im Club oder in manchen Gastrobetrieben wird irgendwie so eine Art Hilfe oder Codewort dann auch angeboten, wo ich ans Personal wenden kann. Was kann ich noch tun? Genau, ich glaube, das Allerwichtigste ist, da auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Also wenn man denkt, dass irgendwas komisch, dann ist meistens auch irgendwas komisch. Das heißt, man sollte sich dann eben anfangen mitzuteilen. Man sollte seinen FreundInnen Bescheid sagen, Barpersonal, wenn es ein Codewort gibt, dieses Codewort benutzen. TürsteherInnen, sich einfach so vielen Leuten wie möglich auch mitteilen. Man weiß nie, wer der Täter, die Täterin ist. Ansonsten, wenn einem das Gefühl sagt, dass man sich jetzt alleine auf der Toilette einsperren soll, darauf sollte man nicht hören. Also bitte nicht auf die Toilette einsperren. Wird keiner nicht geholfen werden, man wird nicht entdeckt oder... Genau. Und wenn ich, nur weil ich jetzt noch reinkomme und noch in der Lage bin, irgendwie mich da einzusperren, heißt nicht, dass ich in 3 Minuten, wenn die Substanz dann wirkt, auch noch in der Lage bin. Ganz kurz noch, wo können sich Betroffene auch im Nachhinein noch hinwenden? Oft ist ja die Scham, zur Polizei zu gehen, doch groß. Welche Hilfsorganisationen gibt es? Ganz kurz noch. Also in Frankfurt gibt es auf jeden Fall den Frauennotruf, wo man sich melden kann. Es gibt den Weißen Ring. Man kann mal einen Drogennotruf anrufen und man kann sich an uns wenden. Okay. Dankeschön, Herr Fabi, dass Sie bei uns waren und das erklärt haben. Und diese Sachen gibt es, wie gesagt, kostenlos. Sie verteilen es von den Clubs und Bars im Rahmengebiet. Dankeschön. Gerne.